Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Spiel für heute. Sami Wemers hat sein Spiel Bolminox Kingdom fortgesetzt und nun Bolminox Kingdom 2 nachgeschoben. Was heißt nachgeschoben? Es ist nach wie vor Work in Progress. Bolminox Kingdom ist ein Dungeon-Crawler-Spiel für den Amiga. Das Spiel erfordert einen Amiga mit AGA-Chipsatz, 2 MB Chipspeicher und Amiga OS 3.x, also zumindest ein 3er. Die Spieler müssen den richtigen Weg zu einer vergessenen Höhle finden, von der es heißt, dass sie mit Gold jenseits ihrer Vorstellungskraft gefüllt ist. Das Spiel wurde mehreren Updates und Optimierungen unterzogen, einschließlich der Behebung von Fehlern und den Hinzufügen von Texthinweisen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Es hat in der Presse einen durchaus positiven Eindruck hinterlassen und jetzt folgt eben Bolminox Kingdom 2 auf dem Fuße. Es gab bereits ein Teaser für Bolminox Kingdom 2, das die Geschichte fortsetzen und das Gameplay verbessern soll. Das Spiel ist aber weiterhin Work in Progress. Es ist soweit mir bekannt für die Besitzer vom ersten Teil sogar kostenlos. Eine erste Vorschau auf das Spiel gab es bereits auf Twitch. Kurz vielleicht zur Handlung. Nachdem du Bolminox getötet hast, bist du auf dem Weg nach Hause. Er ähnelt deinem Heimweg, aber irgendwie hat sich etwas geändert, denn hier sind Mächte im Spiel, die nicht von dieser Welt sind. Du musst klug, schnell und noch schneller sein, um es lebend nach Hause zu schaffen. Ja, das ist soweit das, was bislang so bekannt ist. Ihr seht hier im Hintergrund läuft ein kleines Video. Das habe ich von Twitch entnommen und zeigt eben so die ersten Stellen, die jetzt hier schon vielleicht fertig sind oder ja zumindest so weit fertig sind, dass man sie mal zeigen kann. Und ich kann momentan auch noch nicht sagen, in welchem Stadium sich das Spiel jetzt befindet, ob es also schon fertig ist oder so weit wie fertig oder eben noch in einem frühen Stadium. Es setzt eben auf den ersten Teil an, das heißt, viele Grafiksets werden wahrscheinlich dann wiederbelebt oder werden komplett übernommen und dann sollte es vielleicht auch etwas schneller gehen. Wie gesagt, ich kann es an der Stelle aber nicht weiter verifizieren. Und wer sich also für dieses Genre oder wer sich für das Spiel interessiert, beziehungsweise wer sich für den ersten Teil auch schon interessiert hat, der hat ja, soweit ich das jetzt eben auch gesagt hatte, wahrscheinlich die Chance, das Spiel auch kostenlos zu bekommen. Naja, da sollte auf jeden Fall hier bei itch.io mal vorbeischauen und sich dann dementsprechend weiter informieren. Ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt, musste es also auch hier nochmal nachholen und ich wünsche euch auf jeden Fall an der Stelle viel Spaß damit. Der zweite Titel für heute, Neon Noir. Der saure Regen spülte das Neonblut der Stadt in die Gosse, die Heimat derer, die keine andere Wahl hatten. Die Gosse war nicht nur eine klischeehafte Metapher, sie war das rücksichtsloseste und gefährlichste Viertel der Stadt. Nur wenige lebten freiwillig dort. Wenn die Kredite versiegten, konnte man nirgendwo anders hin. Als Danny Ashton verschwand, bat ihr besorgter Vater dich um Hilfe. Kannst du sie finden, bevor es zu spät ist? Willkommen zu Neon Noir. Neon Noir ist ein hybrides Point-and-Click-Adventure Visual Novel Spiel für den Amiga 1200. Dieses Spiel wurde über 5 Monate hinweg für die Amiga Game Jam mit Blitz Basic entwickelt. Dessen Zweck war es, neue Gesichter in die Gemeinschaft zu holen und zu helfen, Wissen über Blitz Basic Programmierung zu teilen. Der Entwickler, ich hatte vorher noch nie etwas mit Blitz Basic gehört, aber die Gemeinschaft war so unterstützend und aufregend, dass ich nichts anderes konnte als mitzumachen.
Dies ist meine blumige Art zu sagen, Leser aufgepasst, mein Code ist Mist. Jetzt, wo ich so viel gelernt habe, würde ich die Dinge ganz anders angehen. 5 Monate klingt nicht nach viel, aber so lange habe ich noch nie an einem Spiel gearbeitet. Dies ist die komplexeste Geschichte, die ich je gemacht habe. Und obwohl sie albern ist, bin ich ziemlich stolz darauf. Ja, das waren die Worte von Entwickler Massimo Loi vom Team Knights zum Spiel Neon Noir, welches bereits 2022 das Licht der Welt erblickte. Jetzt gibt es aber hier eine deutsche Version davon, weshalb ich es hier im Retro Newsflash noch einmal vorstellen möchte. Die Hardware-Anforderungen sind ein Amiga 1200 mit 2 MB Chip-RAM, 4 MB oder mehr Fast-RAM, eine Festplatte mit mindestens 5 MB freiem Speicherplatz. Ja, die Installation geht relativ einfach. Das Spiel benötigt eben ein Amiga 1200 und die Datei kann eben auf der itch.io-Seite heruntergeladen werden, auf die Festplatte entpackt werden und dann die Neon Noir Datei zum Ausführen doppelklicken. Ja, wenn es Probleme gibt, auf der itch.io-Seite gibt es auch noch eine umfassende Installationsanleitung. Es werden also auch sowohl PAL und NTSC Modelle unterstützt. Wer also hier gern Adventures spielt und mal etwas anderes spielen möchte, beziehungsweise jetzt hier vielleicht auch darauf gewartet hat, dass es vielleicht noch eine deutsche Version von dem Spiel gibt, der kann also ab sofort hier mal zuschlagen, weil jetzt ist es dann auch möglich. Ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ich habe nämlich damals das Spiel irgendwie verpasst und bin also dank der News jetzt hier da nochmal in Berührung gekommen mit. Und da ich selber ganz gern Point-and-Click-Adventures spiele, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen. Ja, wir kommen zum letzten Spiel für heute. Mega Vortex 2. Die Zeug-Combo 2025 hat einige unterhaltsame C64-Spiele in der Liste. Eines davon ist das C64 Shoot'em Up Mega Vortex 2 von Vox Video Game. Wir schreiben das Jahr 2142. Das Imperium der Megalorianer, einer machthungrigen außerirdischen Ethnie, ist in die Galaxie eingedrungen und droht, alles Leben zu vernichten. Sie sind Pinov Vox, ein tapferer Raumpilot, der das mächtige Raumschiff Mega Vortex 2 kommandiert. Ihr Auftrag: Durchdringen Sie die feindlichen Linien und zerstören Sie ihre Kriegsschiffe und beseitigen Sie Lord Megalorian, den tyrannischen Anführer des Imperiums. Der Kampf wird anstrengend sein, aber Sie sind die letzte Hoffnung für die Galaxie. Ja, was ist Zeug überhaupt? Zeug ist ein Akronym für das Shoot'em Up Construction Kit. Und Zeug ist ein altes kommerzielles C64-Dienstprogramm, mit dem man eigene Shoot'em-Ups oder andere Spielideen mit Hilfe verschiedener Untermenüs, die das Programm selbst eingebaut hat, erstellen und generieren kann. Zeug ist sozusagen ein All-in-One-Tool, das sich ideal zum Entwickeln und Gestalten eigener vertikal scrollender Shoot'em-Ups eignet, ohne dass man dafür selbst irgendwelche Codekenntnisse bräuchte. Und naja, die Entwicklung sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, wer das Spiel dann weiterhin verfolgen möchte, es gibt jetzt keinen direkten Link. Man kann es aber über die Zeug-Seite, über die Competition 2025 Seite finden. Ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch selber viel Spaß damit. Ja, das war es dann schon wieder für den Retro Newsflash für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mit etwas Updates versorgen. Und wer Lust und Laune hat, darf natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.